Sie wissen nicht, wo links und rechts ist. Sie denken, wir sind Nazis, obwohl wir echt sind. Wir sind einfach Menschen. Menschen. Und wir kennen keine Grenzen für unsere Rechte, die wir uns erkämpfen. Es bleiben dabei, die Gedanken sind frei. Darf ich euch alle darum bitten, jetzt nach Hause zu gehen? Ich habe das gerade in Kooperation mit der Polizei besprochen. Es ist jetzt kurz vor 10. Ich glaube, die Botschaft wurde heute gesendet. Deswegen bitte ich euch, geht nach Hause. Dankeschön. Wir werden gerne wiederkommen und gebt einfach hier kein Eskalationspotenzial mehr. Es gab hier ein kleines Missverständnis, das haben wir geklärt. Bitte alle nach Hause und sagt den Menschen auch, dass ich sie darum gebeten habe. Genau, das ist ja nicht Danke. eine Frage. Dankeschön. Ja, sammelt bitte den Bild ein. Und dann einfach auf dem Weg nach Hause. Die Veranstalter sind nicht schuld. Ich bin leider auf den Mann gefallen. Sei den Eis nicht liegen lassen, ich glaube, wir noch was trinken. Unnötig, was ihr macht. Wird sie denn jetzt abgefunden? Locker bleiben. Was hat sie denn gemacht? Locker bleiben. Und haben gesagt, wir schicken Menschen. Ihr macht alle euch strafbar mit der Sache, okay? Ihr macht alle mit. Warum? Ihr provoziert hier eine Spontanversammlung, wo die Leute gerne alle gehen wollen. Macht euch mal schlau über die 30er Jahre, Leute. Das wisst ihr vielleicht alles noch nicht. Das ist unfassbar. Das ist immer wieder eskaliert. Alter, die haben ja blaue Wir sind friedlich. Wir machen eine neue Gruppe. Ihr solltet euch schämen. Ihr seid doch noch in der Ausbildung, Lasst die Leute. Menschen gehen und die Menschen, die gehen, verhaftet ihr noch. Ich verstehe nicht, was das für eine Polizeistrategie ist. Eskalation. Das ist doch Ich bescheuert. verstehe es nicht. Diese Provokation ist unmöglich. Das finde ich auch. Es ist wieder nur Provokation. Ich sage, Leute, bitte geht nach Hause und ihr verhaftet eine Frau, die alleine am Boden sitzt. Ups, der Gewissen. Warum? Warum eskaliert ihr? Ich habe mit eurem Einsatzleiter gerade gesprochen. Und um Deeskalation gebeten und deswegen den Leuten gesagt, sie sollen nach Hause gehen. Und 5 Sekunden vorher nehmt ihr wieder eine rechtswidrige Verhaftung vor. Warum? Oh nee. Genau das wollt ihr. Eskalation. Leider hat die Polizei jetzt schon wieder Anlass für eine Spontanversammlung geschaffen. Bitte geht auseinander, haltet die Abstände ein und ich möchte jetzt noch mal bitten, warum wurde die Frau verhaftet? Kann ich gerade sagen, warum? Fragt doch Keine Antwort. Einsatzleiter, habt ihr kein Gewissen? Habt ihr kein Gewissen? Klärt euch. Wir zahlen euch. Wir zahlen euch, oder? Klärt euch. Was war das denn für eine komische Aktion? Ja? Also, das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von vielen Dingen, die ich noch hochladen werde diese Woche auf meinen Kanal. Seid mal gespannt. Aber erstmal zurück zu diesem Video. Markus Heinz fragt die Leute, ob sie bitte nach Hause gehen könnten. Er hat das mit der Einsatzleitung der Polizei abgesprochen. Es ist jetzt kurz vor 10. Ich glaube, die Botschaft wurde heute gesendet. Deswegen bitte ich euch, geht nach Hause. Dankeschön. Wir werden gerne wiederkommen. Und die Leute, die standen seit Nachmittag in der Sonne, die waren auch fertig. Und man hat es ja auch im Hintergrund gehört, wie manche gesagt haben, ja, okay, danke und so weiter. Und mit einmal, ich weiß nicht warum, weil das Mädchen wieder angefangen hat, ins Mikrofon reinzusprechen oder so, nimmt die Polizei dem Mädchen das Mikrofon, den Lautsprecher weg und verhaftet sie, zerrt sie da raus und dann schafft sie in den Einsatzwagen, wo ich mich so frage, warum? Unnötig, was ihr macht. Wird sie denn jetzt abgefunden? Locker bleiben. Was hat sie denn gemacht?
Ich meine, die Leute waren im Prinzip im Gedanken auf in nach Hause gehen. Und mit einmal startet die Polizei nochmal so eine Aktion. Aus welchem Grund? Lasst mich unbedingt mal unten in den Kommentaren wissen. Und ich war echt am Hadern mit mir selber, ob ich das Video hochlade, weil das treibt natürlich wieder so einen Keil, ne, zwischen Demonstranten und Polizei. Und das ist ja eigentlich, was wir verhindern wollen. Ich will euch das aber nicht vorenthalten, was passiert ist. Und lasst uns mal drüber quatschen, was ihr denkt, wieso das so war. Vielleicht hat ja einfach nur der Einsatzleiter irgendwie schlechten Sex gehabt und hat sich gedacht, ja, jetzt muss ich mal zeigen hier, wie groß meine Eier sind und wollte einfach nochmal einen reinwirken oder so. Oder war das wieder eine Aktion einfach nur, um uns zu spalten, um wieder, weil die Polizei tagsüber war eigentlich super lieb, auch wenn sie die Veranstaltung abgesagt haben. Es gab nie irgendeine Eskalation oder es gab, glaube ich, mal eine hinter der Bühne irgendwie was, aber davon hat man eigentlich fast gar nichts mitbekommen oder gar nichts mitbekommen, ich zumindest nicht. Und natürlich, vielleicht wurde die Polizei auch ausgewechselt, das heißt, dass es ein anderes Einsatzteam war. Und dann mit einmal so eine vollkommen sinnfreie Aktion, die nichts weiter gemacht hat, als da irgendwo wieder Eskalationspotenzial zu schüren. Man hat es ja mitbekommen, ein Böller wurde gezündet, glücklicherweise nicht dort direkt, also das war irgendwie ein bisschen weiter weg, ich war ja dort, ich habe es ja mitbekommen. Trotzdem, also irgendwie kam mir die Aktion total komisch und total fehl am Platz vor. Gerade auch, weil die Leute halt schon so weit waren, eigentlich nach Hause zu gehen. Also lasst mich unbedingt mal wissen, was ihr darüber denkt. Nicht vergessen, jeder Daumen hoch hilft, das Video weiter in die Welt zu verteilen. Und natürlich auch selber teilen, wenn ihr möchtet. Seid mal gespannt, was diese Woche noch kommt. Berlin wird das Hauptthema sein. Da wird so viel rauskommen. Natürlich auch wieder diese emotionale Zusammenfassung, die ich immer mache. Seid also mal gespannt drauf und wir sehen uns bald. Haut rein! Wer nicht weiß, wird alles glauben.